Wie kann ich nach Brasilien einreisen? Kann ich nach Brasilien auswandern? Welche Unterlagen brauche ich? Darum geht es heute in diesem Vlog. Als Tourist kann man für 90 Tage in Brasilien ohne Visum einreisen. Eine Verlängerung ist nicht möglich. Nach 90 Tagen muss man wieder für 90 Tage ausreisen. Danach ist eine Einreise für weitere 90 Tage möglich. Wer länger bleibt als 90 Tage, muss eine Strafe von 100 Real pro Tag bezahlen. Der Höchstbetrag liegt bei 10.000 Real. Bei erheblichen Überschreitungen kann darüber hinaus ein Einreiseverbot im Pass von mehreren Jahren erfolgen. Der Pass sollte noch mindestens 6 Monate bei der Einreise nach Brasilien gültig sein. Immer noch ein Thema ist die Impfung gegen Covid-19. Wer alle 3 Impfungen empfangen hat, kann ohne Test einreisen. Wer nicht geimpft ist, muss einen Test vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden alt ist. Bei meiner Reise im Juli hat dieses jedoch niemand kontrolliert. Weder die Fluggesellschaft, das war in meinem Fall LATAM, noch die Bundespolizei bei der Einreise. Verlassen sollte man sich jedoch darauf nicht. Kommen wir jetzt zum Thema Auswandern nach Brasilien. Grundsätzlich sollte jeder, der nach Brasilien auswandern will, das Land vorab bereisen. Wie ich ja eben gesagt habe, kann man 90 Tage im Land verbleiben und somit erst einmal prüfen, ob ein Brasilien zusagt und wo man leben will. Ich werde später noch in zahlreichen Vlogs Brasilien und das Leben hier vor Ort vorstellen. Wichtig ist eine sehr gute Vorbereitung. Komme ich zuerst zu den Rentnern. Wer 2000 US-Dollar netto oder mehr an Renteneinkünfte monatlich hat, kann ein Dauervisum für Brasilien erhalten. Als Unterlagen wird neben der Geburtsurkunde das polizeiliche Führungszeugnis sowie der Rentenbescheid der deutschen Rentenversicherung benötigt. Alles mit Hager Apostille. Über die Webseite der brasilianischen Botschaft ist ein Formular auszufüllen. Die Dokumente sind in portugiesischer Sprache zu übersetzen. Im Internet sind vereinzelt noch Hinweise zu finden, wo eine Rente von 6.000 Real ausreichen, also ca. 1.150 Euro. Dies hat schon seit langem keine Gültigkeit mehr. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich nach der Präsidentenwahl im Oktober 2022, Amtsantritt 2023, wieder ändert. Eine weitere Möglichkeit ist die Verbindung mit einer Brasileira oder einem Brasileiro. Hier kommt dann das Visum der Familienzusammenführung zur Anwendung. Hier ist zu unterscheiden zwischen der Familienzusammenführung, zwischen dem Lebenspartner und des Ehepartners. Personen, die mit einem brasilianischen Staatsbürger oder einem nicht-brasilianischen Staatsbürger im Besitz einer permanenten Aufenthaltsgenehmigung für Brasilien in einer dauerhaften eheähnlichen Lebenspartnerschaft leben und mit diesem dauerhaft in Brasilien leben möchte, können ein Visum zur Familienzusammenführung beantragen. Am einfachsten ist es, die Lebenspartnerschaft bei einem Notar in Brasilien zu machen. Hierzu benötigt man eine Geburtsurkunde und einen Nachweis, dass man nicht verheiratet ist. Dazu gibt man beim Notar eine eidesstattliche Versicherung ab, dass man in Zukunft zusammenleben will. 2 Zeugen sollten auch noch dabei sein. Mit diesen ausgestellten Dokumenten des Notars geht man zur Polícia Federal, also der Bundespolizei. Man findet die Bundespolizei vielfach in den Großstädten in großen Shoppingcentern. Bevor man die Polizei aufsucht, sollte man den digitalen Antrag im Internet ausfüllen. Nachdem man das Formular ausgefüllt hat, bekommt man einen QR-Code, den man sich auf das Handy laden sollte. Die Bundespolizei wird danach fragen. Ferner sollte man auch hier die Geburtsurkunde sowie das polizeiliche Führungszeugnis, welches eine Hager Apostille haben sollte, mitbringen. Die Dokumente sind zuvor von einer oder einem juristisch zugelassenen Dolmetscher in Portugiesisch zu übersetzen. Auch ein Passfoto sollte nicht fehlen. Wer ganz sicher gehen will, nimmt auch noch eine erweiterte Meldebescheinigung mit und lässt diese übersetzen. Es kann von einigen Bundesstaaten verlangt werden. Das ist hier nicht einheitlich geregelt. Bei einer Heirat mit einem brasilianischen Staatsbürger läuft das so ähnlich ab. Hier ist das Standesamt der jeweiligen Bundesstaates und Stadt zuständig, das Cartório. Geheiratet werden kann hier wie beim Standesamt in Deutschland auch einzeln beim Standesamt. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit der Massenabfertigung. Das bedeutet, dass vielleicht bis zu 60 Paaren und deren Trauzeugen in einer Halle von einem Standesbeamten getraut werden. Der Weg ist der preisgünstigste, aber auch wenig romantisch. Ausländer, die der portugiesischen Sprache nicht mächtig sind, brauchen einen Dolmetscher. Der Dolmetscher kann auch gleichzeitig der Trauzeuge sein. Grundsätzlich gilt, dass man eine Geburtsurkunde, ein polizeiliches Führungszeugnis, welches nicht älter als 3 Monate ist, eine erweiterte Meldebescheinigung sowie Passfotos benötigt.
Führungszeugnis und Geburtsurkunde braucht eine Hager Apostille. Wenn man diese hat, sollte man auf der sicheren Seite sein. Natürlich braucht man auch einen gültigen Reisepass. Wer es ganz gründlich machen will, kann auch noch eine CPF beantragen. Das ist eine Steuernummer, die jeder Brasilianer Staatsbürger hat. Man kann die CPF über das Internet beantragen. Wer mit einem brasilianischen Staatsbürger verheiratet ist oder in einer Lebensgemeinschaft lebt, kann es vorkommen, dass die Polizia Federal nach ca. 6 Monaten vorbeikommt und prüft, ob die Beziehung noch besteht. Ab einem Alter von 60 Jahren bekommt man ein dauerhaftes oder eben auch ein lebenslanges Aufenthaltsrecht. Davon muss es alle 10 Jahre erneuert werden. Sollte die Ehe geschieden oder die Lebensgemeinschaft getrennt werden, muss der Visuminhaber in aller Regel nicht wieder ausreisen. Das Visum verfällt nicht, insbesondere auch dann nicht, wenn es gemeinsame Kinder gibt. Wer ein gemeinsames Kind mit einem brasilianischen Staatsbürger hat, kann ebenfalls ein Visum auf Familienzusammenführung beantragen. Die Geburtsurkunde des Kindes ist hier natürlich zusätzlich mitzubringen. Für junge Leute gibt es Work and Travel. Basierend auf dem zwischen Brasilien und Deutschland 2015 unterzeichneten Memorandum of Understanding für das Working Holiday Programm kann deutschen Staatsbürgern erteilt werden. Also nur Deutsche, keine Österreicher, keine Schweizer. Das Visum soll zur Förderung des gegenseitigen Verständnisses beitragen und jungen Menschen ein umfassendes Reiseerlebnis, Einblicke in die Kultur und das Alltagsleben in Brasilien sowie das Sammeln von Arbeitserfahrung ermöglichen, jedoch nicht die Chance bieten, in Brasilien eine dauerhafte Beschäftigung zu finden. Die primäre Absicht des Antragstellers, Brasilien besuchen bzw. bereisen zu wollen, muss Tourismus sein. Arbeit oder Studium, Weiterbildung dürfen nicht der Hauptgrund des Aufenthaltes in Brasilien, sondern nur zweitrangiges Vorhaben sein. Eine zeitweilige Erwerbstätigkeit darf ausschließlich dem Zwecke dienen, die finanziellen Reisemittel zu ergänzen. Um sich für das Visum zu bewerben, müssen folgende Kriterien erfüllt werden. Inhaber eines gültigen deutschen Reisepasses sein, zum Zeitpunkt der Visa-Antragstellung mindestens 18 und höchstens 30 Jahre alt sein, sich in Begleitung von unterhaltsberechtigten Familienmitgliedern in Brasilien aufhalten. Ausgenommen sind unterhaltsberechtigte Familienmitglieder mit eigenem Brasilien-Visum bzw. Aufenthaltsgenehmigung für Brasilien. Primäre Absicht des Aufenthaltes in Brasilien ist Urlaub, Reisen, nicht Arbeit, Erwerbstätigkeit oder Studium, Weiterbildung. Nicht länger als 6 Monate für dieselben Arbeitgeber in Brasilien zu arbeiten. Keine dauerhafte bezahlte Anstellung in Brasilien anzunehmen. Nicht länger als 6 Monate an einem oder mehreren Aus- oder Weiterbildungskursen in Brasilien teilnehmen. Sich in guter gesundheitlicher Verfassung befinden, sowie noch nie dieses Visa beantragt zu haben. Auch hier gelten im groben Ganzen wieder dieselben Dokumente wie eine Absichtserklärung, die man bei der brasilianischen Botschaft bekommen kann. Darüber hinaus muss auch über die finanziellen Mittel Auskunft erteilt werden. Visa für digitale Nomaden. Im Januar 2022 wurden durch das brasilianische Justizministerium die Möglichkeit eingeräumt, ein einjähriges Visum für digitale Nomaden zu beantragen. Dieses Visum kann nach Ablauf um ein weiteres Jahr verlängert werden. Man spricht sich die Ankurbelung des Tourismus in Brasilien und die Förderung von modernen Arbeitsmodellen. Das Visum kann bei der Botschaft oder zuständigen Konsulat des Heimatlandes beantragt werden. Wer schon in Brasilien ist, beantragt das Visum beim Justizministerium in Brasilia über das Migrant-Web-System. Erforderlich einzureichende Antragsunterlagen: erstens Reisepass, zweitens aktuelles biometrische Foto, nicht älter als 1 Jahr, drittens Geburtsurkunde mit Apostille, viertens Erklärung des Antragstellers, dass die berufliche Tätigkeit aus der Ferne ausgeübt werden kann. Fünftens Nachweis über Finanzierung des Brasilienaufenthaltes. Sechstens Nachweis über den Status eines digitalen Nomaden. Erklärung des Antragstellers, dass die berufliche Tätigkeit aus der Ferne mittels Informations- und Kommunikationstechnologien ausgeübt werden kann. Original mit notariell beglaubigter Unterschrift. Arbeits- und Dienstvertrag, der die Verbindung zu einem ausländischen Arbeitgeber während des gesamten Brasilienaufenthalts belegt. Original und einfache Kopie. Schreiben des ausländischen Arbeitgebers, in dem bestätigt wird, dass während des gesamten Brasilienaufenthaltes fortlaufend monatlich ein Gehalt in Höhe von mindestens 1.500 US-Dollar aus ausländischer Quelle an den Antragsteller gezahlt wird. Die Umrechnung des Monatsgehalts in US-Dollar erfolgt zum Tageskurs bei Eingang der Antragsunterlagen in der Visa-Abteilung. Original mit Unterschrift und Stempel des ausländischen Arbeitgebers oder Nachweis über die Verfügbarkeit von eigenen Finanzmitteln in Höhe von mindestens 18.000 US-Dollar.
Auch hier erfolgt die Umrechnung des Beitrags in US-Dollar zum Tageskurs beim Eingang der Antragsunterlagen in der Visa-Abteilung. Ein offizielles Schreiben der Hausbank oder eine Saldenbestätigung, original mit Stempel und Unterschrift der Hausbank. Auslandsreisekrankenversicherung durchgehend gültig für den gesamten Aufenthaltszeitraum in Brasilien, einfache Kopie. Aktuelle erweiterte Meldebescheinigung aller Wohnorte, in denen der Visa-Antragsteller in den letzten 12 Monaten gelebt hat, mit Abgabe von Ein- und Auszugsdaten, original und einfache Kopie. Bei mehreren Wohnsitzen innerhalb der letzten 12 Monate müssen diese lückenlos nachgewiesen werden. Wohnsitze außerhalb Deutschlands können durch folgende Dokumente nachgewiesen werden: Meldebescheinigung, Telefon, Handy, Internet, Strom- oder Gasrechnung, Untermietverträge sowie offizielle Schreiben, Versicherung, Banken, Universität etc. und andere Unterlagen, auf dem Datum, Name und Adresse des Antragstellers angegeben sind. Europäisches polizeiliches Führungszeugnis aus allen Ländern, in denen der Visa-Antragsteller in den letzten 12 Monaten gelebt hat. Original und einfache Kopie, falls erforderlich, beglaubigt und übersetzt. Polizeiliche Führungszeugnisse dürfen zum Zeitpunkt der Einreichung der vollständigen Antragsunterlagen nicht älter als 3 Monate sein. Polizeiliche Führungszeugnisse, die nicht in Deutschland oder Brasilien ausgestellt wurden, müssen mit der Hager Apostille oder konsularisch beglaubigt werden. Überweisungsbeleg der auf dem Konto der Botschaft eingezahlten Visagebühr, diese betragen nach meinem Kenntnisstand 100 €. Rücksenderumschlag als Einschreiben, Einwurf, frankierter, adressierter DIN A4-Umschlag. Investorenvisa. Das Investorenvisa können folgende Personen beantragen: Verwalter, Manager, Direktoren oder leitende Angestellte mit Führungsbefugnissen als Repräsentanten von Zivil- oder Handelsgesellschaften, einer Wirtschaftsgruppe oder juristischen Person, das ausländische Investoren in ein in Brasilien ansässiges Unternehmen tätigt, mit dem Potenzial, Arbeitsplätze oder Einkommen zu schaffen. Für Einzelpersonen zwecks Investitionen von ausländischem Eigenkapital in brasilianisches Start-up-Unternehmen mit dem Potenzial, Arbeitsplätze oder Einkommen zu schaffen. Oder für Unternehmen, die beabsichtigen, sich in Brasilien niederzulassen, um in Investitionen, Grundlagenforschung oder angewandte Forschung wissenschaftlicher oder technologischer Natur zu investieren. Für Einzelpersonen zwecks Investitionen von ausländischem Eigenkapital in Immobilien in Brasilien durch den Erwerb einer oder mehrerer gebauter oder im Bau befindlicher Immobilien. Also wer sich eine Immobilie kaufen möchte, ist hier ein Investor. Hier ist die Vorgehensweise wie folgt. Die Bearbeitung und Ausstellung von Investorenvisa durch die brasilianische Auslandsvertretung erfolgt ausschließlich nach Erteilung einer entsprechenden Genehmigung durch die zuständige Abteilung des brasilianischen Ministeriums für Justiz und öffentliche Sicherheit in Brasilia. Der Investor bzw. das Unternehmen in Brasilien muss als ersten Schritt für sich selbst bzw. den Visa-Antragsteller eine vorläufige Aufenthaltserlaubnis beim Ministerium für Justiz und öffentliche Sicherheit beantragen. Das geht am einfachsten über die Botschaft oder Konsulat. Nach Erteilung der vorläufigen Aufenthaltserlaubnis wird über das brasilianische Außenministerium der jeweilig zuständigen brasilianischen Auslandsvertretung intern die Genehmigung übermittelt, das in Frage kommende Investorenvisum ausgestellt zu dürfen. Bitte den Unterschied zwischen der vorläufigen Aufenthaltserlaubnis, erteilt vom Ministerium für Justiz und öffentliche Sicherheit, und der Genehmigung zur Visa-Ausstellung dem Konsulat vom brasilianischen Außenministerium übermittelt wird. Da die Bearbeitung und Ausstellung eines Investorenvisums von der vorläufigen Aufenthaltserlaubnis und der Genehmigung zur Ausstellung des Visums abhängt, sollte der Visa-Antragsteller nicht sofort nach Erteilung des Aufenthaltserlaubnisses seine Antragsunterlagen in der Visa-Abteilung einreichen. Es muss immer eine Wartezeit von einigen Tagen ab Erteilung der vorläufigen Aufenthaltserlaubnis eingeplant werden, da die interne Übermittlung zwischen dem Ministerium und der Botschaft einige Zeit in Anspruch nimmt. Erst wenn der Botschaft bzw. Visa-Abteilung die ministerielle Genehmigung zur Visa-Ausstellung vorliegt, kann der Antragsteller sein Visum beantragen, das heißt die erforderlichen Antragsunterlagen einreichen. Die Visa-Abteilung nimmt ohne vorliegende Visa-Ausstellungsgenehmigung keine Antragsunterlagen entgegen. Also erst erkundigen per E-Mail, ob die entsprechende Genehmigung zur Ausstellung des Investorenvisums der Visa-Abteilung bereits vorliegt. Die Genehmigung zur Ausstellung von Visa haben eine Gültigkeit von 180 Tagen ab Ausstellungsdatum. Solange hat der Antragsteller Zeit, sein Visum zu beantragen.
Als Unterlagen werden wieder die üblichen Unterlagen benötigt, also Geburtsurkunde, Foto, Führungszeugnis, erweiterte Meldebescheinigung und natürlich der Antrag mit Unterschrift. Das sind jetzt einmal die wichtigsten Visa für Brasilien. Es gibt natürlich noch zahlreiche andere Visas, wie für geistliche Personen, Praktikum oder zur Arbeitsaufnahme. Bei dem Visum für die Arbeitsaufnahme muss der Arbeitgeber nachweisen, dass es keinen geeigneten brasilianischen Bewerber gibt. Soweit soll es das erst einmal gewesen sein. Kommentare und Anregungen sind willkommen. Böswillige Kommentare werden gelöscht und die Person geblockt. Selbstverständlich würde ich mich über ein Like und Abo freuen. Ich bedanke mich auch im Namen der Firma Arion Media International, spezialisiert für 3D-Medien, für das Zusehen.